Hallo an alle Modelleisenbahner und Modellbauer da draußen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei Kuvenau Miniatur Modellbau. Viele von euch kennen mit Sicherheit noch mein Projekt Winter 2.0, die Erweiterung von meiner Winteranlage. Und ich habe jetzt wirklich gerade selbst mal nachgeschaut. Es ist schon fast 2 Jahre her, als ich darüber das letzte Video gemacht habe. Und ganz offen und ehrlich, viel ist in dieser Zeit auch nicht passiert. Ihr habt auch wirklich nichts verpasst. Meine ganze Zeit ist einfach in die Neugestaltung von meiner Website geflossen und auf den Aufbau meines Online-Shops, der ja dank euch wirklich gut angelaufen ist und wirklich gut ankommt. Dazu nochmal vielen Dank an euch. Jetzt geht's aber endlich auch mal wieder hier weiter und ich will jetzt auch wirklich gucken, dass ich da endlich mal wieder ein bisschen Fahrt gewinne. Weil irgendwann sollte das Teil auch wirklich mal fertig werden, ne? Und im heutigen Video möchte ich euch ein weiteres spannendes Subprojekt, also Unterprojekt von diesem großen ganzen Projekt Winter 2.0 vorstellen. Und das Subprojekt läuft unter dem Thema vom Fichtenstamm zum Lattenstapel. Und unter diesem Slogan verbirgt sich eigentlich nichts anderes wie eine Feldbahn, die Baumstämme aus dem Wald in das Sägewerk bringt, wo die Baumstämme weiterverarbeitet werden, eben zu Latten und Brettern. Ne? Und heute möchte ich euch einfach mal einen kleinen Überblick über das Projekt geben und euch einfach mal zeigen, welche Stationen von der Holzverarbeitung ich so da eingeplant habe und was ich da alles so umsetzen möchte. Und natürlich auch so, wie dieses ganze Feldbahnschienennetz aussehen wird. Hier seht ihr jetzt mal den kompletten Übersichtsplan. Ja, alles, was ihr hier in lila seht, das ist alles Feldbahn. Also ihr seht, das ist schon eine richtig große Strecke an Feldbahn, was da drauf kommt. Und das Ganze erstreckt sich über 3 Segmente. Und da ich bei dem Projekt sehr viele Gebäude und Stationen und so weiter im Eigenbau herstellen werde, also wo ich jetzt gar keine Referenz habe, habe ich zum Teil auch einfach mal ChatGPT gefragt und habe die mal so verschiedene Stationen einfach mal bildlich darstellen lassen. Und die Bilder, die seht ihr jetzt so peu à peu, wenn ich euch das hier dabei erzähle. Die blende ich euch dabei ein. Los geht das Ganze in der Kurve. Ja, da wird der Wirtschaftswald sein und auch da ist schon allerhand Leben drin. Denn wir haben zum einen einmal eine Köhlerei, die einfach Holzreste aus dem Sägewerk quasi hier zu Holzkohle verarbeitet. Ja, die muss man schon ein bisschen abgelegen machen, weil da ja doch ziemlich viel Rauchentwicklung ist. Deshalb sitzt so eine Köhlerei ziemlich abgelegen im Wald. Dann haben wir natürlich hier in dem Bereich den Wirtschaftswald, wo die Bäume gefällt werden und verladen werden zum Abtransport in das Sägewerk. Weiterhin haben wir hier noch das Forstamt. Natürlich braucht ein Wald auch einen Förster, ne? Und der muss ja auch irgendwo wohnen und so weiter. Deshalb haben wir hier das Forstamt. Hier habe ich jetzt aktuell mal noch ein Feldbahngleis hingelegt, was eigentlich, sage ich mal, jetzt für ein Forstamt eigentlich nicht üblich ist, dass da eine Feldbahn hinfährt. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze machen werde oder nicht. Muss ich mal noch überlegen. Also das kann sein, dass das ganze Gleis auch noch stirbt. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall geht es dann hier unter der Regelspur durch, mit so einer kleinen Unterführung, wo dann auch noch ein Feldweg dazu parallel noch mit durchgeht. Ja? Und dann fährt quasi die Feldbahn hier entlang und kommt irgendwo hier, fängt dann das Sägewerk in etwa an. Und natürlich ist im Sägewerk das zentrale Objekt eigentlich auch das Sägewerk. Das sitzt hier. Als Sägewerkgebäude habe ich mir das Modell von Busch rausgesucht, die Artikelnummer 1676. Ich finde das Gebäude wirklich recht passend. Ja? Einmal, weil es eben in Holzbauweise hergestellt ist, ja, oder in Holzbauweise ist. Finde ich, passt halt richtig so schön zum Thema Sägewerk. Und dann ist es halt auch noch von Busch und die Feldbahn ist ja auch von Busch. Das passt halt dann einfach irgendwie zusammen. Aus dem Grund, ja, werde ich das Gebäude von Busch verwenden. Die Inneneinrichtung werde ich aber komplett selbst machen. Ja? Eine Station, die ich eben erstmal übersprungen habe, das ist natürlich das Baumstammlager. Dort können eben Baumstämme, die aus dem Wald ins Sägewerk transportiert werden und noch nicht gleich weiterverarbeitet werden, können hier zwischengelagert werden.
Da wird die Feldbahn durchfahren und kann dann quasi dort die Baumstämme abladen oder auch wieder aufladen fürs Sägewerk dann später. Ne? Dann wird es hier hinten eine Trockenkammer geben. Das ist ein kompletter Eigenbau. Da weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das Ganze machen werde. Ich habe jetzt hier mal noch ein Abstellgleis eingeplant. Muss ich mal gucken, ob ich das Ganze dahin kriege. Etwas, was natürlich überhaupt nicht fehlen darf, ist eine kleine Werkstatt. Weil irgendwo müssen ja auch mal die Feldbahnloks oder die ganzen Wagen und Loren müssen ja irgendwo mal repariert werden. Ne? Und das kann man dann da hinten in der Werkstatt machen. Und was wir auch noch haben, ist das sogenannte Fertigholzlager. Dort wird dann quasi das fertige Holz zwischengelagert, bis es entweder über LKW, ja, die dann hier theoretisch reinfahren können, sieht man natürlich nicht. Oder ich werde auch hier Richtung Bahn eine Verladerampe machen, da kann dann quasi das Holz direkt auf die Bahnwagen verladen werden. Auch für das Fertigholzlager greife ich auf ein fertiges Modell zurück. Das ist auch wieder von Busch, die Artikelnummer 1677. Und das Gebäude werde ich in zweifacher Ausführung hier nebeneinander hinbauen. Abgerundet wird das ganze Projekt noch dadurch, dass die Feldbahn digital computergesteuert werden soll. Was natürlich auch nochmal eine Herausforderung jetzt beim Gleisbau wird, weil ich brauche natürlich wie bei der Regelspur, brauche ich natürlich auch dort überall Rückmelder. Auch das wird mit Sicherheit eine kleine Herausforderung. Aber ich liebe ja die Herausforderung, das wisst ihr ja. Somit wird meine Erweiterung um ein ganzes Kapitel reicher und ich denke, das wird wirklich ein richtig tolle Attraktion und ich freue mich wirklich riesig, mit euch dieses Kapitel oder dieses Subprojekt Stück für Stück aufbauen zu können. Ihr seht, es bleibt also spannend. Für heute war es das erstmal wieder. Ich wünsche euch wieder eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.